Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute möchte ich mal den zweitgrößten See von Schleswig-Holstein bezwingen. Also wie ihr merkt, ich bin schon wieder unterwegs in der Eyren-Legstelle in Schleswig-Holstein. Ja, wer ist denn eigentlich der zweitgrößte See von Schleswig-Holstein? Das ist der Selentersee. Die Runde wird etwas über 26 Kilometer sein und vermutlich nicht so schön. Wie ihr gerade merkt, ich laufe hier mal wieder auf Asphalt auf einem Radweg entlang und es ist doch eine sehr stark befahrene Straße. Das ist übrigens die Straße von Kiel nach Oldenburg. Übrigens Oldenburg in Holstein. Aber schauen wir mal, was wir so Historisches hier wieder entdecken können, weil ihr wisst, manchmal, wenn ich unterwegs bin, treffe ich doch auf historische Orte. Gerade wo ich gestartet bin, das kannte ich auch noch nicht. Das war in Berlin, also nicht in Berlin, sondern in Berlin. Dort gab es während des Zweiten Weltkrieges einen Seeflughafen, was natürlich die Dichte an Kiel geschuldet war, weil ja durch die Bombenangriffe Kiel sehr gefährdet war, wurden da auch die Seeflieger aus Kiel teilweise hin verlegt. Und dafür war der Selentersee sehr prädestiniert. Aber nicht lange sabbeln, ich gehe mal weiter. Ich habe ja noch ein paar Kilometer vor mir. Hier habe ich jetzt den ersten direkten Blick auf den Selentersee. Er ist ungefähr 21,4 Quadratkilometer groß. An seiner tiefsten Stelle ist er 35,8 Meter tief, aber die Durchschnittstiefe liegt bei 14 Metern. Die grob ersten 4 Kilometer waren jetzt rein Fahrradwege. Deswegen bin ich mal ganz froh, dass ich hier so einen Feldweg gefunden habe, der so ein bisschen relativ parallel an der Straße lang geht. Und hier ist es definitiv ruhiger und schöner. Ich hoffe, es war kein Fehler, aber laut der Karte sollte ich nachher wieder auch auf dem Weg landen. Diese Wege hier, wie der Feldweg hier oder Forstweg, sind eher selten wohl am Selentersee. Aber schauen wir mal, vielleicht finden wir doch noch ein paar schöne Stellen hier.
Kurzes Zwischenfazit heute. Also der Weg zieht sich ganz schön, weil er nicht so wirklich besonders ist. Es geht jetzt gerade, wie hier jetzt hinter mir zu sehen, an der Landstraße immer vorbei. Also man hat noch nicht mal einen Radweg. Und die Autos, die fahren doch ganz schön dicht an einen dran vorbei. Historische Stätten habe ich so viele auch nicht gesehen, bis zuletzt halt das Gut Neuhaus, was ich euch kurz gezeigt hatte. Aber sonst ist es eigentlich ziemlich eintönig hier. Darum filme ich auch gar nicht so viel. Aber wenn was Interessantes kommt und sich die Strecke vielleicht verändert, dann werde ich es euch natürlich wieder zeigen. Zum Glück habe ich wieder einen Waldweg gefunden. Das macht einiges entspannter und es wird mal langsam wieder kühler, weil die Sonne knallt auch ganz schön runter und wenn es windstill ist, ist es gefühlt noch wärmer, wobei wir eigentlich heute nur bis zu 80 Grad haben sollten. Dieser Weg soll jetzt direkt zum Syllenter See gehen und mal schauen, vielleicht kann ich da auch gleich noch eine Rast machen. Ich habe dann ungefähr die Hälfte der Runde rum. Hier habe ich jetzt mal wieder einen schönen Weg gefunden, parallel zur Straße. Weil, wie schon mal gesagt, die Straße ist echt anstrengend zu laufen. Weil ja auch natürlich wieder die Autofahrer teilweise nicht wissen, wie sie reagieren sollen, wenn Fußgänger ihnen entgegenkommen. Ich habe Leute gesehen, die haben verkrampft ihr Lenkrad festgehalten und ich musste dann fast in den Graben springen. Einfach mal ein bisschen Rücksicht nehmen und dann vielleicht auch mal Platz machen. Aber es waren nicht alle so. Es gab auch einige, die sich bedankt haben, wenn man ein bisschen an der Seite rangegangen ist. Und er hat dann auch Platz gemacht. Und da hatten wir beide was Sicheres für uns. Auf diesen schönen Teilabstück, der definitiv der schönste Teil dieser Tour ist, mache ich mal hier mein kleines Fazit um den Syllenter See. Wie schon mal gesagt, zum Anfang, der Syllenter See ist der zweitgrößte See in Schleswig-Holstein, ist auch im Ranking bei der Iron Lake Challenge auf 2. Da kann ich jetzt ungefähr in 3 bis 4 Kilometern denn auch den Haken dran machen und ich habe ihn geschafft. Der Weg selbst, der fordert einen ganz schön. Also man kriegt da definitiv Plattfüße, weil ein sehr großer Teil geht über Beton und Asphalt. So grob eine
prozentuale Schätzung ist, 90% des Weges geht über Asphalt und Beton. Und davon ungefähr 80-70% an Landstraßen vorbei. Da kommt dann noch das Problem, das hatte ich schon zweimal angesprochen, dass teilweise die Autofahrer nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn ihnen ein Fußgänger auf ihrer Seite entgegenkommt. Von den Aussichtspunkten, wenn man den See gesehen hat, war er wunderschön. Bänke gibt es jetzt gerade auf dem letzten Teilstück hier auf diesem Weg, ab der Badestelle, wo ich auch noch mal eine Rast gemacht hatte. Ansonsten hat man eher Bänke nur in den Ortschaften und vielleicht mal einen umgekippten Baum, wo man mal eine Rast machen kann. Das war es eigentlich schon. Die Natur, trotz des Weges, ist wunderschön hier. Aber noch mal wandern? Nein. Fahrradfahren könnte man machen. Also, es hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei gewesen seid und würde mich natürlich wieder freuen über Likes, Kommentare und wer noch kein Abo hat von mir und nichts mehr verpassen möchte, lässt auch gerne ein kostenloses Abo da. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.